Vergisst du Wörter, wenn du Deutsch sprichst? Keine Sorge, viele Menschen haben dieses Problem. Und meistens passiert das, weil du in deinem Kopf immer noch übersetzt. Das kenne ich persönlich sehr gut. Du verstehst die Frage, du hast eine Antwort, aber dann passiert etwas in deinem Kopf. Genau. Zuerst denke ich in meiner eigenen Sprache. Dann versuche ich alles ins Deutsche zu übersetzen. Und das braucht Zeit. Ja, und oft bin ich dann zu langsam. Und damit. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Deutschlernen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Lernende kennen. Es geht darum, wie du Deutsch sprechen kannst, ohne im Kopf zu übersetzen. Und ich verspreche euch eins: Wenn ihr lernt zu sprechen, ohne vorher zu übersetzen, sprecht ihr fast fließend Deutsch. Ihr müsst eurem Mund vertrauen. Ich glaube, fast jeder macht das am Anfang. Man möchte etwas sagen, aber der Kopf arbeitet in zwei Sprachen. Und genau das ist das Problem. Stell dir vor, du bist in einem Gespräch, du hörst eine Frage auf Deutsch, du verstehst sie, aber deine Antwort kommt zuerst in deiner Muttersprache. Und dann beginnt das Übersetzen. Du suchst Wörter, du baust einen Satz und du denkst viel nach. Und am Ende ist man unsicher oder zu langsam. Genau. Gespräche im Alltag sind schnell. Wenn du zu lange nachdenkst, wird es schwierig zu antworten. Ich kenne das sehr gut. Am Anfang habe ich genau so gesprochen. Ich wollte immer perfekte Sätze sagen. Und das war anstrengend, oder? Ja, sehr. Manchmal habe ich sogar vergessen, was ich sagen wollte. Das ist eine ganz typische Erfahrung. Und genau deshalb ist dieses Thema so wichtig. Wenn du ohne Übersetzen sprechen kannst, wirst du viel schneller und sicherer. Und es fühlt sich viel natürlicher an. Genau. Und das ist unser Ziel heute. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du auf Deutsch denken kannst. Und wir haben einen klaren Plan für diese Folge. Genau. Zuerst schauen wir uns an, warum Übersetzen im Kopf ein Problem ist. Danach zeigen wir dir einfache Methoden, wie du ohne Übersetzen sprechen kannst. Und am Ende bekommst du praktische Tipps, die du direkt im Alltag benutzen kannst. Wenn du bis zum Ende zuhörst, wirst du merken, dass sich dein Deutsch schon verändert. Du wirst schneller sprechen und dich sicherer fühlen. Und du bist einen großen Schritt näher daran, fließend Deutsch zu sprechen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super, dann starten wir jetzt gemeinsam. Bevor wir darüber sprechen, wie du ohne Übersetzen sprechen kannst, müssen wir zuerst eine wichtige Frage klären. Warum ist Übersetzen eigentlich ein Problem? Ja, viele denken ja, dass Übersetzen ganz normal ist. Genau. Und am Anfang ist das auch so, fast jeder macht das. Aber mit der Zeit wird es zu einem echten Hindernis. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine typische Situation. Vielleicht kennst du das auch. Ich war einmal in einem Café und die Verkäuferin hat mich gefragt, möchten Sie noch etwas? Ich habe die Frage sofort verstanden. Das klingt gut. Ja, aber dann kam das Problem. In meinem Kopf habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe gedacht, nein, ich möchte nichts mehr. Aber auf Deutsch war ich mir nicht sicher. Was hast du gedacht? Ich habe überlegt, soll ich sagen, ich will nichts mehr oder ich möchte nichts mehr? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich zu langsam bin. Genau das passiert bei sehr vielen Lernenden. Und vielleicht passiert das auch gerade bei dir. Ja, man merkt plötzlich, mein Kopf ist zu langsam. Genau. Und das liegt an diesem Prozess im Kopf. Es gibt mehrere Schritte. Zuerst hörst du Deutsch, dann denkst du in deiner Muttersprache. Danach übersetzt du alles ins Deutsche.
und erst dann sprichst du. Das sind wirklich viele Schritte. Ja, und jeder Schritt kostet Zeit. Und in einem echten Gespräch hast du diese Zeit oft nicht. Die andere Person wartet. Genau. Und dann kommt Druck. Du denkst, ich muss schnell antworten. Und dann werde ich nervös. Genau. Und wenn du nervös wirst, wird dein Deutsch oft schlechter. Das kenne ich sehr gut. Je mehr ich nachdenke, desto schwieriger wird es. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Übersetzen macht dich langsam und unsicher gleichzeitig. Das ist eine schlechte Kombination. Absolut. Und viele Lernende glauben, dass sie ja perfekt sprechen müssen. Deshalb denken sie so lange nach. Ja, man möchte keinen Fehler machen. Genau. Aber das ist der Fehler. Kommunikation ist nicht perfekt. Kommunikation ist schnell und einfach. Das habe ich erst später verstanden. Viele haben diese Erfahrung. Stell dir eine typische Situation vor. Du bist bei der Arbeit. Ein Kollege fragt dich, was machst du am Wochenende? Eine einfache Frage. Genau. Du verstehst sie sofort. Aber dann beginnt das Problem. Ich denke, ich treffe meine Freunde. Und dann suchst du Wörter. Ja? Treffen? Freunde. Wochenende. Und während du suchst, geht das Gespräch weiter. Und ich bin noch nicht fertig. Genau. Und das fühlt sich unangenehm an. Das ist mir wirklich schon oft passiert. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Prozess zu stoppen. Du musst nicht übersetzen. Also direkt denken und sprechen? Genau. Weniger Schritte im Kopf, mehr Gefühl für die Sprache. Das klingt viel einfacher. Und genau das zeigen wir dir jetzt im nächsten Teil. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich mit euch über etwas sprechen, das ein echter Gamechanger sein kann. Viele Menschen suchen nach der perfekten Methode, nach der besten App oder nach komplizierten Tricks. Aber oft sind es ganz einfache Grundsätze, die den größten Unterschied machen. Das klingt spannend. Also Dinge, die wirklich funktionieren? Genau. Wenn du diese Regeln verstehst und anwendest, wird dein Deutsch sofort natürlicher. Und du wirst merken, dass du weniger übersetzen musst. Okay, ich bin neugierig. Was ist die erste Regel? Die erste Regel ist, sprich langsam. Viele Lernende denken, sie müssen schnell sprechen, um gut zu klingen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du langsam sprichst, hast du mehr Zeit zu denken. Deine Sätze werden klarer und du machst weniger Fehler. Das ist interessant. Ich dachte immer, schnelles Sprechen ist besser. Nein, besonders am Anfang ist langsam Sprechen viel effektiver. Es hilft deinem Gehirn, die Sprache zu verarbeiten. Und was ist die zweite Regel? Die zweite Regel ist, benutze einfache Sätze. Du musst keine komplizierten Sätze bauen. Ein Satz wie „Ich gehe heute arbeiten“ ist perfekt. Oder „Ich treffe einen Freund“. Das reicht völlig aus. Das nimmt wirklich Druck weg. Genau. Viele Lernende versuchen zu früh komplizierte Strukturen zu benutzen. Aber einfache Sätze sind der Schlüssel zu natürlichem Sprechen. Und die dritte Regel? Fehler sind okay. Das ist eine der wichtigsten Regeln überhaupt. Du wirst Fehler machen. Jeder macht Fehler. Aber Fehler sind ein Zeichen, dass du lernst. Das ist beruhigend. Ja, wenn du keine Fehler machst, sprichst du wahrscheinlich zu wenig. Fehler helfen dir, besser zu werden. Ich glaube, viele Menschen haben Angst davor. Das stimmt. Deshalb kommt jetzt die nächste Regel. Du musst nicht perfekt sein. Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist das Ziel. Also lieber sprechen als warten. Genau. Warte nicht auf den perfekten Moment. Der kommt oft nie. Und was ist die letzte Regel?
sprich aktiv. Das ist vielleicht die wichtigste Regel. Höre nicht nur zu, lies nicht nur, sprich. Sag Sätze laut, antworte auf Fragen, übe jeden Tag ein bisschen. Auch wenn man alleine ist? Gerade dann. Du kannst mit dir selbst sprechen, Dinge beschreiben oder Sätze wiederholen. Das klingt wirklich machbar. Wenn du diese 5 Regeln benutzt, wird sich dein Deutsch schnell verändern. Du wirst sicherer, schneller und natürlicher sprechen. Das klingt wirklich wie ein Gamechanger. Genau das ist es. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt unserer Folge. Wie kann man eigentlich auf Deutsch denken, ohne ständig zu übersetzen? Viele Lernende glauben, dass das sehr schwer ist. Aber in Wirklichkeit kann man es Schritt für Schritt lernen. Das interessiert mich wirklich. Auf Deutsch denken klingt für mich immer ein bisschen kompliziert. Das denken viele. Aber es beginnt ganz einfach. Du musst nicht sofort ganze Sätze denken. Du kannst mit einzelnen Wörtern anfangen. Also ganz kleine Schritte? Genau. Stell dir vor, du bist in deinem Zimmer. Du kannst anfangen, Dinge auf Deutsch zu benennen. Du siehst einen Tisch und denkst, der Tisch. Du siehst ein Fenster und denkst, das Fenster. Das klingt wirklich machbar. Ja, und genau so beginnt es. Erst kommen einzelne Wörter, danach kommen kleine Sätze. Zum Beispiel, das ist ein Tisch oder das Fenster ist offen. Also Schritt für Schritt. Genau. Dein Gehirn gewöhnt sich langsam an die Sprache. Und das ist sehr wichtig. Kann man das auch draußen machen? Auf jeden Fall. Wenn du unterwegs bist, kannst du deine Umgebung beschreiben. Du siehst ein Auto und denkst, das ist ein Auto. Du siehst viele Menschen und denkst, da sind viele Leute. Das ist wie ein kleines Spiel. Genau. Und dieses Spiel kannst du überall machen. Im Bus, im Park oder auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, das hilft wirklich. Ja? Und du kannst noch weiter gehen. Du kannst über deinen Tag nachdenken. Zum Beispiel, ich gehe jetzt zur Arbeit. Oder ich kaufe jetzt etwas. Das mache ich manchmal schon. Perfekt. Das ist genau der richtige Weg. Du kannst auch sagen, ich trinke einen Kaffee. Oder ich mache das Fenster auf. Das sind ganz normale Alltagssätze. Genau. Und genau diese Sätze brauchst du im echten Leben. Was ist, wenn ich ein Wort nicht kenne? Gute Frage. Dann bleib einfach bei dem, was du kannst. Du musst nicht alles perfekt sagen. Du kannst einfache Wörter benutzen. Also nicht stoppen und übersetzen? Genau. Versuche im Deutschen zu bleiben, auch wenn es einfach ist. Ich merke, dass das viel Druck wegnimmt. Absolut. Du trainierst dein Gehirn, direkt auf Deutsch zu denken, ohne den Umweg über deine Muttersprache. Und das macht das Sprechen schneller. Genau. Und natürlicher. Hast du noch ein Beispiel? Klar. Stell dir vor, du bist im Supermarkt. Du kannst denken, ich brauche Milch. Oder ich kaufe Brot. Oder das ist teuer. Das sind Sätze, die man wirklich braucht. Genau. Und wenn du das jeden Tag machst, wird es irgendwann automatisch. Also zuerst Wörter, dann Sätze, dann Gespräche. Perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das kann wirklich jeder machen. Absolut. Du brauchst keinen Lehrer dafür. Nur ein bisschen Übung jeden Tag. Das ist sehr motivierend. Und genau so lernst du, ohne Übersetzen zu sprechen. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Wenn du aufhören möchtest zu übersetzen, brauchst du einfache Sätze. Viele Lernende machen den Fehler, dass sie zu kompliziert sprechen wollen. Ja, das kenne ich. Man möchte alles perfekt sagen. Genau.
Man denkt oft in langen, komplizierten Sätzen in der eigenen Sprache und dann versucht man, diesen Satz 1:1 ins Deutsche zu übersetzen. Und das funktioniert meistens nicht gut. Richtig. Es wird langsam und oft auch falsch. Deshalb ist die Lösung ganz einfach. Benutze kurze und klare Strukturen. Was meinst du genau mit kurze Strukturen? Zum Beispiel einfache Standardsätze, die du immer wieder benutzen kannst. Sätze wie ich gehe, ich mache, ich möchte, ich habe. Also kleine Bausteine. Genau. Diese Bausteine helfen dir, schnell zu sprechen. Du musst nicht lange nachdenken. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Stell dir vor, du möchtest sagen, heute habe ich keine Zeit, weil ich viele Dinge erledigen muss. Das ist schon ein komplizierter Satz. Genau. Viele Lernende versuchen, diesen Satz direkt zu übersetzen. Aber einfacher ist, ich habe heute keine Zeit. Ich habe viel zu tun. Das ist viel leichter. Und es ist genauso klar. Die andere Person versteht dich sofort. Das ist ein großer Unterschied. Noch ein Beispiel. Kompliziert wäre: Ich denke darüber nach, am Wochenende vielleicht meine Freunde zu besuchen. Und einfach? Am Wochenende treffe ich vielleicht meine Freunde. Das klingt viel natürlicher. Genau. Einfache Sätze sind nicht schlechter. Sie sind besser für Kommunikation. Ich glaube, viele Menschen denken, einfache Sätze sind nicht gut genug. Das ist ein großer Irrtum. Muttersprachler benutzen im Alltag auch viele einfache Sätze. Stimmt. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Wiederholung. Wenn du diese einfachen Sätze oft benutzt, werden sie automatisch. Also immer wieder die gleichen Strukturen. Genau. Zum Beispiel jeden Tag: Ich gehe zur Arbeit. Ich mache einen Kaffee. Ich treffe einen Freund. Das sind typische Alltagssätze. Ja, und genau diese Sätze brauchst du. Ich merke, dass das Sprechen so viel leichter wird. Absolut. Du musst nicht mehr übersetzen. Du benutzt einfach Strukturen, die du schon kennst. Das gibt Sicherheit. Genau. Und mit der Zeit werden deine Sätze automatisch länger. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch über eine Methode sprechen, die viele unterschätzen: Lesen auf Deutsch. Echt? Ich bin mir da nicht sicher. Lesen fühlt sich für mich eher passiv an. Wie soll mir das beim Sprechen helfen? Gute Frage. Viele denken so. Aber Lesen ist viel aktiver, als man denkt. Okay, erklär mal. Wenn du liest, siehst du viele Sätze immer wieder. Dein Gehirn lernt automatisch, wie Deutsch funktioniert. Du siehst, wie Sätze aufgebaut sind. Aber ich spreche ja nicht beim Lesen. Stimmt, aber dein Gehirn speichert die Strukturen. Und später, beim Sprechen, kannst du diese Sätze abrufen. Also wie ein Speicher im Kopf? Genau. Stell dir vor, du liest oft: Ich habe keine Zeit. Irgendwann denkst du nicht mehr nach. Du sagst den Satz einfach. Ich glaube, das kenne ich. Manchmal kommt ein Satz einfach raus. Genau das ist der Effekt. Du übersetzt nicht mehr. Du sprichst einfach. Aber ich habe ein Problem. Viele Texte sind zu schwer. Dann verstehe ich wenig und verliere die Motivation. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Du brauchst die richtigen Texte. Also einfache Texte? Genau. Kurze, klare Sätze aus dem Alltag. Dinge, die du wirklich benutzen kannst. Zum Beispiel? Ich bestelle einen Kaffee. Oder ich gehe einkaufen. Oder ich habe heute viel zu tun. Okay, das sind wirklich echte Sätze. Genau. Und wenn du solche Sätze oft liest, kannst du sie später auch sagen, ohne nachzudenken. Aber liest man die einfach nur? Nein, lies sie laut. Wiederhole sie. Sprich sie nach. Ah, dann trainiert man direkt das Sprechen.
Genau. Lesen wird dann zu aktivem Training. Ich merke gerade, das habe ich bisher falsch gemacht. Das machen viele. Deshalb sehen viele keinen Fortschritt. Ja, ich habe oft gelesen, aber nicht gesprochen. Genau hier liegt der Unterschied. Okay, und wo findet man solche guten Texte? Genau dafür habe ich ein E-Book gemacht. Ah, jetzt verstehe ich. In diesem E-Book findest du viele Alltagssituationen auf Deutsch. Gespräche im Café, im Supermarkt, bei der Arbeit. Also genau die Situation, die man wirklich braucht? Genau. Keine Theorie, keine komplizierten Texte, nur echte, einfache Gespräche. Das klingt ehrlich gesagt viel hilfreicher als ein normales Buch. Und das ist der Punkt. Dieses E-Book ist dafür gemacht, dass du schneller sprechen kannst. Also weniger übersetzen, mehr sprechen? Genau. Du liest, du hörst die Struktur und dann kannst du sie selbst benutzen. Das ist eigentlich genau das Problem, das viele haben. Ja. Und deshalb hilft dieses E-Book wirklich. Es gibt dir fertige Sätze, die du direkt im Alltag benutzen kannst. Das spart so viel Zeit im Kopf. Absolut. Du musst nicht mehr alles neu bauen. Du hast schon Beispiele. Okay, jetzt verstehe ich, warum das so wertvoll ist. Und du findest das E-Book ganz einfach in den Kommentaren. Sehr gut, dann können unsere Zuhörer direkt anfangen. Genau. Und wenn du das regelmäßig nutzt, wirst du merken, dein Deutsch wird flüssiger. Und du denkst weniger nach. Genau. Und das ist unser Ziel. Markus, ich möchte ehrlich sein. Das klingt alles logisch, aber ich habe trotzdem Zweifel. Und ich glaube, viele aus unserer Community denken genauso. Viele schreiben uns, ich brauche meine Muttersprache, ohne Übersetzen geht es nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich bin froh, dass du das ansprichst. Diese Angst haben wirklich sehr viele Lernende. Ja, ich kenne das Gefühl. Wenn ich nicht übersetze, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich etwas falsch sage oder dass ich nicht genau das sage, was ich sagen möchte. Genau. Viele denken, wenn ich nicht übersetze, verliere ich Kontrolle. Aber in Wirklichkeit passiert etwas anderes. Du gewinnst Freiheit. Freiheit? Ja, wenn du nicht übersetzt, sprichst du direkter. Du denkst weniger nach und reagierst schneller. Das macht Gespräche natürlicher. Aber was ist, wenn ich Fehler mache? Du wirst Fehler machen. Das ist normal. Jeder macht Fehler. Aber Fehler sind kein Problem. Sie sind ein Teil des Lernens. Ich glaube, viele haben Angst, dass andere Menschen sie nicht verstehen. Das stimmt. Aber meistens ist diese Angst größer als das echte Problem. In der Realität verstehen dich die meisten Menschen, auch wenn dein Satz nicht perfekt ist. Das beruhigt mich ein bisschen. Und ich sehe das sehr oft. Menschen sagen einfache Sätze, machen kleine Fehler, aber die Kommunikation funktioniert. Also ist Perfektion nicht wichtig. Genau. Wichtig ist, dass du sprichst. Viele aus unserer Community sagen auch, ich weiß die Wörter, aber ich kann nicht sprechen. Das ist ein klassisches Problem. Diese Menschen übersetzen oft im Kopf. Sie kennen viele Wörter, aber sie benutzen sie nicht aktiv. Ja, das höre ich sehr oft. Deshalb ist der wichtigste Schritt: Fang an zu sprechen, auch wenn es einfach ist. Auch wenn es sich komisch anfühlt. Gerade dann. Am Anfang fühlt es sich ungewohnt an, aber nach kurzer Zeit wird es besser. Ich erinnere mich an meine ersten Gespräche. Ich war sehr nervös. Und wie war es dann? Es war nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Und danach war ich sehr stolz. Genau.
Diese kleinen Erfolge sind sehr wichtig. Also weniger Angst, mehr sprechen. Genau. Und denk daran, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen. Ich glaube, das müssen viele hören. Absolut. Und deshalb sagen wir es noch einmal. Du brauchst keine perfekte Sprache. Du brauchst Mut. Das ist eine gute Perspektive. Und genau damit kannst du wirklich Fortschritte machen. Gut, Paula. Jetzt machen wir etwas Praktisches. Wir spielen eine kleine Alltagssituation. Stell dir vor, wir treffen uns in einem Café und sprechen über unseren Tag. Wichtig ist, wir benutzen einfache Sätze und wir übersetzen nicht im Kopf. Das ist gut. So hören unsere Zuhörer, wie ein echtes Gespräch klingt. Genau. Dann fangen wir an. Hallo Markus, schön dich zu sehen. Hallo Paula, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe heute viel gearbeitet. Ah, was hast du gemacht? Ich habe am Morgen E-Mails geschrieben. Danach hatte ich ein Meeting. Klingt nach einem vollen Tag. Ja, ein bisschen. Und du? Ich war heute zu Hause. Ich habe gelernt und ein bisschen gelesen. Was hast du gelesen? Ein kleines Buch auf Deutsch. Es ist nicht schwer, aber sehr interessant. Das klingt gut. Liest du jeden Tag? Ja, ich versuche jeden Tag ein bisschen zu lesen. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich habe heute auch Deutsch gesprochen. Wirklich? Mit wem? Mit einer Freundin. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Sehr gut. Und wie war das Gespräch? Es war gut. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, aber dann wurde es leichter. Das ist ganz normal. Ja, ich habe einfache Sätze benutzt. Genau das ist wichtig. Ich habe nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach gesprochen. Perfekt. Genau so soll es sein. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht alles übersetzen muss. Sehr gut. Und hast du alles verstanden? Nicht alles, aber das meiste. Das ist völlig okay. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Absolut. Kleine Gespräche im Alltag sind perfekt zum Üben. Ja, und es macht auch Spaß. Genau. Sprache soll Spaß machen. Ich habe eine Frage. Was kann ich noch machen? Du kannst jeden Tag kleine Gespräche führen. Zum Beispiel im Supermarkt oder bei der Arbeit. Auch kurze Gespräche? Ja, kurze Gespräche sind perfekt. Zum Beispiel Hallo, wie geht es Ihnen? Oder Danke. Das ist einfach. Genau. Und mit der Zeit werden deine Sätze länger. Ich merke, dass ich schon sicherer werde. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, unsere Zuhörer können das auch machen. Auf jeden Fall, jeder kann so anfangen. Also einfach sprechen, nicht übersetzen. Genau. Das ist der Schlüssel. Das Gespräch hat mir sehr geholfen. Das freut mich. Dann lass uns weiter üben. Sehr gerne. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich euch noch ein paar konkrete Tipps geben. Diese Tipps sind einfach, aber sehr effektiv. Ihr könnt sie direkt im Alltag benutzen. Das ist super. Ich glaube, viele suchen genau solche praktischen Ideen. Genau. Der erste Tipp ist, denkt jeden Tag ein paar Minuten auf Deutsch. Ihr müsst nicht lange üben. Schon 5 Minuten reichen. Schaut euch um und sagt im Kopf einfache Dinge wie Ich bin zu Hause oder Ich trinke Kaffee. Das kann man wirklich überall machen. Genau. Im Bus, beim Spazieren oder zu Hause. Und man braucht keine extra Zeit. Richtig. Der zweite Tipp ist, sprecht laut. Viele Menschen lernen nur im Kopf, aber Sprechen ist sehr wichtig. Ihr könnt einfache Sätze laut sagen, auch wenn ihr alleine seid. Das fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an.
Ja, aber es hilft sehr. Wenn ihr laut sprecht, trainiert ihr euren Mund und euer Gehirn. Okay, das probiere ich. Der dritte Tipp ist, benutzt einfache Standardsätze. Sätze wie „Ich gehe jetzt" oder „Ich mache das" könnt ihr jeden Tag benutzen. Also immer wieder die gleichen Strukturen. Genau. Dadurch müsst ihr weniger nachdenken. Das macht das Sprechen leichter. Der vierte Tipp ist, habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal. Wenn ihr sprecht, lernt ihr. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der letzte Tipp. Macht Deutsch zu einem Teil eures Lebens. Hört Podcasts, schaut Videos oder sprecht mit anderen. Also Deutsch jeden Tag ein bisschen. Genau. Kleine Schritte jeden Tag bringen große Fortschritte. Das klingt sehr motivierend. Und es funktioniert wirklich? Gut, Paula, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man Deutsch sprechen kann, ohne im Kopf zu übersetzen. Wir haben gesehen, dass viele Lernende dieses Problem haben, aber dass es eine Lösung gibt. Genau. Und ich habe heute gelernt, dass man nicht perfekt sprechen muss. Es ist viel wichtiger, einfach zu sprechen und nicht zu viel nachzudenken. Absolut. Wir haben darüber gesprochen, dass einfache Sätze der Schlüssel sind. Wenn du kurze und klare Sätze benutzt, kannst du schneller reagieren und natürlicher sprechen. Und wir haben auch gesehen, dass man Schritt für Schritt auf Deutsch denken kann. Erst Wörter, dann kleine Sätze und später ganze Gespräche. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt war auch, Fehler sind okay. Du musst keine Angst haben. Jeder Fehler hilft dir, besser zu werden. Ich glaube, das ist für viele Zuhörer sehr wichtig zu hören. Ja, und deshalb sagen wir es noch einmal. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur anfangen zu sprechen. Und am besten jeden Tag ein bisschen üben. Genau. Kleine Schritte machen einen großen Unterschied. Liebe Zuhörer, jetzt sind wir neugierig auf euch. Habt ihr schon einmal versucht, ohne Übersetzen zu sprechen? Oder übersetzt ihr noch oft im Kopf? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir lesen eure Antworten sehr gerne. Und sagt uns auch, welche Themen ihr in Zukunft hören möchtet. Vielleicht möchtet ihr mehr über Gespräche im Alltag lernen. Oder über typische Fehler beim Deutschlernen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren oder liken. Das hilft uns sehr und motiviert uns, weitere Folgen zu machen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Und bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören.